Ich finde gerade hier in Deutschland, weißt du bist halt ja von Anfang an schon in der Schule und im Schulsystem und dann im Universitätssystem, falls man da durchgeht. Sicherer Job, sicherer Ja. Job. An bestimmte Du brauchst Optionen. Sicherheit. Ohne Sicherheit geht nichts. Ja, wenn du diesen Job nicht hast, dann bist du verloren, dann geht gar nichts mehr. Mich haben auch Leute ständig gefragt, also was ich denn jetzt wirklich machen will. Und okay, du hast diesen Traum, diese Idee, du willst Künstler. Also als ich Teenager war auch schon, ne, weil ich wollte das, mit 13 habe ich schon gesagt, ich werde Sängerin und Komponistin und schreibe Musik und Texte und all sowas, ne? Aber das war okay. Ja, schön, aber was willst du wirklich? Welchen Beruf möchtest du dann noch machen? Es kam immer dazu. Es ist Weird. Und schade. Auf jeden Fall auch schade, dass die Leute so denken. Da hemmt man sich einfach selbst von Anfang an. Aber freut mich extrem, dass wir jetzt hier sitzen. An diesem Punkt, beide, wo wir sind wir nämlich genau richtig und müssen jetzt nicht unerfüllte Wünsche in uns tragen, sondern arbeiten wirklich, dass die Wünsche, die in uns sind, auch sich im Außen manifestieren. Und wir haben uns auch gefunden durch diese Leidenschaft. Ja. Du hast es auch, diesen Drive, diese Leidenschaft, die, hast du gesagt, die über das hinausgeht, über dich hinausgeht. Ja. So hattest du es formuliert. Und das macht es natürlich auch möglich, für uns zusammenzuarbeiten. Definitiv. Mehr zu machen draus aus dem Ganzen. Ja. Und nicht nur jetzt in dem Bereich Gesangsunterricht, Schülerinnen, Schüler. Schülerinnen, Schüler. Schülerinnen, Schüler, ja, wir sind alle Lehrerin, Schüler, Schülerin. ne? Ich bin auch Schülerin, ja, ist so. Ich lerne immer weiter. Genau. Klar. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Und ich komme jetzt mal zu den Fragen, die wir hier noch haben. Ja. Wir haben noch auf jeden Fall einige. Ja. Und dann beginne ich mal hier mit dem Anfang. Welche Künste sind besonders nützlich? So apropos nützlich und du solltest das machen und jenes machen. Wie können wir vom Singen und Schauspielern profitieren, wenn wir andere Schwerpunkte oder Spezialisierungen haben? Ja, spannende Frage. Also bei der ersten Frage, welche Künste besonders wichtig oder nützlich sind, ja. Da würde ich natürlich erstmal fragen, nützlich für was? Dann müsste man gucken, was möchte man eigentlich? Nützlich, um viel Geld zu machen oder nützlich, um menschlich weiterzukommen, nützlich für die Gesellschaft. Also da differenziert sich das Ganze natürlich nochmal. Und da können eigentlich alle Künste können diese Funktionen erfüllen. Es kommt darauf an, wie man sie umsetzt, natürlich vor allem. Aber ich würde schon sagen, dass speziell jetzt die Künste, die mehr am Menschen dran sind, also wie Schauspiel und Gesang zum Beispiel, einen einfach auch menschlich und ganzheitlich weiterbringen. Ich habe mich jetzt, ich male auch gerne, einfach aus Spaß, aber ich habe mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt, zum Beispiel mit Malerei oder Skulpturen oder anderen Künsten, dass ich jetzt irgendwie wirklich beurteilen kann, was macht es mit dir als Mensch auch nochmal, aber ich würde schon behaupten, dass die Künste, bei denen du an deinem Körper arbeitest, an deinem Geist, an deiner Psyche, an deinem Ausdruck, an deinem Menschsein, dass die ganz besonders hilfreich sind. Also auch wenn man einen ganz anderen Beruf hat, andere Dinge macht. Ich kriege das ja auch immer wieder reflektiert von meinen Schülern. Sie sagen, also viele kommen ja auch einfach aus Spaß an der Sache und weil sie sich einfach so erfüllt fühlen und so, auch es ist auch so ihre Zeit, ne, so Me-Time. Ja. Und fühlen sich abgeholt und diese Arbeit an der Stimme, das Öffnen der Resonanzräume, das macht natürlich was mit dem ganzen Sein. Und wir sprechen ja auch im Alltag permanent. Ja. Es ist ja unser Medium, uns auszudrücken, die Stimme und zu kommunizieren, im Austausch zu gehen. Das heißt, es lohnt sich natürlich schon, auch das zu öffnen und möglichst blockadefrei damit umzugehen. Ich kann dem nur zustimmen, was du sagst. Und es berührt mich auch, nur darüber zu sprechen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt.
wenn wir Gesangsunterricht haben. Natürlich gibt es Momente, wo die Schutzmechanismen sich einschalten und dann kommt Widerstand, aber im Großen und Ganzen, fast die meiste Zeit fühlt man sich eigentlich besser mit sich selbst. Allein schon nach dem Aufwärmen, wenn die Energie fließen darf. Das ist wie so eine Sauna-Meditation für einen selbst, weißt du? Ah, das ist schön. Ja, das ist so ein relaxing Time einfach. Auch Atmung. Es ist natürlich viel Arbeit mit der Atmung. Und das Öffnen der ganzen Räume, ja. Deswegen, was du sagst, macht für mich total Sinn. Also selbst wenn man jetzt nichts Professionelles aufbauen möchte, allein diese Auseinandersetzung mit sich selbst und seinem eigenen Körper ist etwas so Reiches, so Wunderschönes und stärkt einen auch selber in seinem Selbstbewusstsein und Selbstempfinden. Und sich selber mal fühlen, ohne die ganzen Programmierungen, die auf einen eingewirkt haben, ne? Ja. Das ist heilend auch. Ne? Ja, ja. Und für mich holt es auch die Frage ab, wie können wir vom Singen und Schauspielern profitieren? Also immer, wenn wir im Gesangsbereich natürlich unterwegs. Bei Schauspiel kann ich mir das aber ebenso vorstellen, dass wir das Ganze auch auf Schauspiel übersetzen können. Oh ja. Ja. Also ich denke, das hast du so ein bisschen schon so angekratzt, das Thema. Nicht mit mir, aber in der Arbeit mit Shredi natürlich auch. Und letztendlich, wenn man singt vor Publikum, ist es natürlich auch Element Schauspiel mit dabei. Ja. Zu einem gewissen Grad, je nachdem auch, was man macht. Aber das geht natürlich auch enorm tief. Das, du musst dich halt wirklich, du musst deine dunklen Seiten, deine hellen Seiten, du musst so enorm ehrlich zu dir sein. Also es ist einfach... Ja. Da gibt's nichts zu faken. Wenn du es richtig machst, ist es nicht fake it till you make it. Das ist einfach nur work your way through it and make it. Ja, ich mag auch diesen Satz nicht, fake it till you make it. Ich weiß, es ist sehr verbreitet. Ich höre das auch immer wieder. Auch beim Tanzen manchmal. Ich nehme ja auch ein bisschen Tanzunterricht und so. Aber nein, ich verstehe die Idee dahinter. Das ist natürlich so, überwind dich einfach und mach es einfach. Und dann kommt das schon, ich verstehe diesen Ansatz, zum gewissen Grade zieht es dann auch was mit, wenn man einfach sich reinwirft. Ja. Aber das ist ja kein Fake. Du bleibst ja trotzdem, also wenn du nicht authentisch, wenn du dich nicht selber abholst, dann splittet sich das Ganze irgendwann so und du baust dann eine Fassade auf, so ein Image, was entkoppelt von dem eigentlichen Sein. Und das ist ja nicht das, was man möchte. Deswegen diese Arbeit auch bei Schauspiel und Singen, die muss sehr tief gehen. Das ist übrigens auch, das ist interessant, weil es gibt natürlich solchen und solchen Unterricht. Und ich habe ja auch selber viel Unterricht genommen und auch verschiedene Sachen ausprobiert. Und man kann natürlich auch künstlich ganz viel überstülpen über Schüler. Einfach Technik aufstülpen auf den Menschen oder es gibt ja auch beim Schauspiel diese Klischees von, ja, wenn du dann die Hand so machst und wenn du die Geste so und wenn du das Kinn so, auch in so Präsentationsworkshops und Performance-Coachings, all diese oberflächlichen Klischees. Das heißt, da wird eigentlich nur eine Fassade aufgebaut, so eine Art Hülle, die dann irgendwie so ein bestimmtes Image oder eine bestimmte Wirkung erzeugen soll. Ist leider sehr weit verbreitet auch, diese Art Workshops. Aber du kreierst eine Hülle, eine künstliche Hülle um dich herum. Die spiegelt dann ein gewisses Image wider, aber das ist natürlich nicht authentisch. Das heißt, das finde ich auch nochmal wichtig, jetzt auch bei der Frage, es geht nicht nur darum, welche Künste können uns weiterbringen oder wie können uns Schauspiel und Gesang weiterbringen, sondern auch ganz konkret, wie wird man da herangeführt? Das ist super wichtig. Also nicht jeder Unterricht oder jeder Workshop oder jeder bringt einen dahin. Vor allem nicht die auf diese künstlichen Image-Sachen aufbauen oder so eine Technik überstülpen. Unterricht ist nicht gleich Unterricht. Nee.
Was mich ja auch wieder zu deinem Unterricht bringt, was ich so extrem interessant finde bei dir, weil du ja nicht einer speziellen Methode nachgehst, sondern du hast ja ein sehr vielfältiges Background. Also allein dein Studium und du als Mensch hast dich ja mit vielen Kulturen auseinandergesetzt, auch musikalisch Kulturen auf allen Ebenen. Also von verschiedenen Rhythmiken und auch noch der geschichtliche Hintergrund, als auch Stimmtechniken. Und das merkt man ja auch bei dir im Unterricht, dass du ja aus einem sehr reichen Topf schöpfst. Ja, das ist schön. Da gibt es definitiv auch Beispiele von mir und Übungen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das geht jetzt über so einen Standardunterricht hinaus, sondern da werden nochmal ganz andere Sachen in mir angesprochen. Und wo kommt denn das her? Was ist das für eine Melodie? Was ist das für eine Übung? Und wie das dann in meinem Körper, in meinem Sein resoniert hat. Ja. Da habe ich dir auch viel Feedback dazu gegeben und da hast du mich ja auch nochmal mit Wissen versorgt und mir auch wirklich auch Musik zugeschickt und dir deine Quellen dann auch gezeigt. Also meine Frage ist auch, wie kommt das denn, dass du jetzt, obwohl du aus dem System kommst, das so gewisse Wege vorzeigt, du solltest das so machen und so machen und so machen und so machen, wie hast du das geschafft, trotzdem so divers aufgestellt zu sein und dir dieses ganze Wissen anzueignen? Was hat dich dazu gebracht, dich so für Multikulturalität zu interessieren und zu bilden? Manchmal frage ich mich das auch selber. Also ich denke, wo kommt das her? Wirklich. Manchmal bin ich selber überrascht. Also, warum interessiere ich mich dafür? Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen in mir geforscht und so auch den Background mir angeguckt. Und ich denke so, die tiefliegendste Antwort ist, dass ich in einem sehr verkopften, eher blockierten Umfeld aufgewachsen bin, mit sehr vielen Konzepten, intellektuelle Konzepte, psychologische Konzepte, die so übereinander geschichtet waren. Und das hat mich sehr belastet, sehr eingeschränkt. Ich bin da drin sehr klein geworden, so habe mich sehr in mich zurückgezogen. Diese innere Stimme, die ja auch schon, also mit Musik, das war schon da von Anfang an. Ja, diese innere Stimme, die immer ausbrechen wollte aus diesem Korsett, aus diesem Engen. Und ich habe dadurch angefangen, also jetzt auch nicht nur auf musikalischer Ebene, aber dann auch auf menschlicher Ebene, auch mich so für Schamanismus und verschiedene Sachen interessiert, dann in andere Kulturen hineinzuschnuppern und zu gucken, was gibt's denn für Alternativen? Das ist ja irgendwie alles nicht, genau, ja, es erdrückt mich, ich kann hier nicht atmen. Und wollte wirklich erforschen und herausfinden, wie sehen Menschen denn das Leben oder bestimmte Dinge von anderen Perspektiven. Ich kann nicht immer von dem ganzen Elefant nur dieses eine Bein angucken. Ich will den ganzen Elefanten sehen und dadurch muss ich viele verschiedene Perspektiven kennenlernen, so viele wie möglich, damit ich so viel von dem Ganzen mitbekomme wie möglich. Das war so der innere Drive und eigentlich da auszubrechen. Zum Beispiel habe ich mich dann ja auch mit Hip-Hop, mit Rappern, als ich Teenager war, ganz viel habe mit denen zusammengearbeitet und im Studio abgehangen und so. Und mich hat es so fasziniert, dieses total roh ins Mikrofon rein, ungefiltert, direkt und so mit voller, aus dem Bauch raus, so mit voller Stimme. Und es war halt im krassen Kontrast zu dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, wo alles so kalkuliert ist und wissenschaftlich und du sagst nur das, was halt ganz eigentlich nicht mehr so richtig echt ist und authentisch und ehrlich. Auch klassische Musik, obwohl klassische Musik liebe ich. Also das ist definitiv eine große Leidenschaft von mir, aber auch da gibt es natürlich gewisse Korsetts. Also der Ausbruch aus dem Korsett, ich glaube, das ist so die tiefste Motivation.
Und dann so ganz konkret hatte ich auch in der Schule, in der ich war, das war ein Glücksfall, hatte ich für ein Jahr eine Musiklehrerin, die hat uns verschiedene Musikkulturen vorgestellt. Und da haben wir dann in jeder Stunde eine andere Musikkultur gehabt. Wir haben auch Djembe-Workshop bekommen und verschiedene Instrumente. Und da ist mein Herz aufgegangen, meine Seele. Und ich war so, Das ist es. und dann dachte ich da schon, das will ich studieren, das will ich machen, das will ich noch mehr vertiefen. Obwohl ich noch nicht wusste, wie und was und wo und wann und ob es es überhaupt gibt und so. Und du hast es ja tatsächlich dann ja auch geschafft. Also du hast ja auch eine tiefe Ausbildung ja auch in diesem Bereich dann auch gemacht. Ja. Und welche Genau. Kulturen waren, also welche Musikrichtungen hast du nochmal studiert und erforscht? Also ganz besonders intensiv habe ich nordindischen Dhrupad und westafrikanische Musik. Das waren so die Felder, die ich am meisten erforscht habe. Und da ist natürlich Westafrika ist auch ein großes Feld. Also da gibt es auch wieder ganz viele unterschiedliche Musikeinflüsse. Aber jetzt mal so grob gesagt. Okay, Ja. das heißt, du bist ja eigentlich multikulturell sehr breit aufgestellt und auch die verschiedenen Richtungen hast du ja auch erforscht, wie du gesagt hast, Rap und auch die klassische Musik, was man ja so als Gegensätze auch oft betrachten könnte. Und dann hast du auch noch verschiedene Methodiken auch als Gesangslehrerin auch noch gelernt. Und du hast auch gesagt, den Job, den du mal hattest, dass du ja wirklich auch physiologisch beobachten konntest, was passiert an den Stimmbändern, wie funktioniert das ganze System in einem Menschen. Das heißt, du hast da ein wunderschönes Puzzle. Ja, das ist schön beschrieben. Ja. Ganz viele Bausteine. Also das ist nämlich auch wichtig beim Unterrichten, dass man möglichst flexibel ist und dann immer genau den Baustein nehmen kann, das Tool aus der Box, was gerade besonders gut passt. Und genau das ist es eben, was man merkt. Bei dir als Person, in deinem Wesen, wie du bist, als auch im Unterricht. Technisch, wie du einen abholst und weiterbringst. Dankeschön. Diese Vielfältigkeit und dieses Know-how. Ja, ich danke ebenso, weil es ist einfach jedes Mal berührend und wunderschön und ich bin auch durchgängig heute die ganze Zeit berührt. Ehrlicherweise. Ja, ich auch. Es Aber ist schön, mit dir darüber jetzt zu reden und nochmal das ganze Wissen nochmal hier festhalten zu können und zu hören. das ist aber wirklich ein schönes Feedback. Aber du bist auch jemand, der das sehen kann. Es ist auch nicht so selbstverständlich. Nicht alle Menschen sehen. Ist einfach so, ja. Viele sehen immer nur kleine Ausschnitte. Oder das, was sie sich halt so filtern, ne? So konzeptmäßig. Ja. Dann haben wir uns wieder nochmal gut gefunden. Also wir Ja. geben uns ja heute die ganze Zeit Blumen, aber es macht ja auch Spaß, weißt du. Das, was ich höre, ist so reich und wunderschön für mich, dass ich auch gerne Blumen verteile. Und Ich das auch. finde auch, was du gerade sagtest, passt auch wieder zu der 7. Frage. Wie schaffst du es, so genau zu erkennen, wo jemand gerade steht, ihn genau dort abzuholen und optimal weiter voranzubringen, sodass er am Ende zuversichtlich und motiviert weitergehen kann? Weil es ja genau diese Qualitäten, die du eben mitbringst als Gesangslehrerin. Und genau, würdest du sagen, das liegt daran, dass du diese vielfältige Ausbildung hast? Ja, auf jeden Fall mit. Das ist eine total schöne Frage. Also es ist natürlich auch ein schönes Feedback da drin versteckt. Also ganz konkret eigentlich, was du schon angesprochen hast. Einmal das anatomische Wissen ist wichtig und dann natürlich auch psychologisches Wissen. Klang zu erkennen, also zu hören, am Klang zu identifizieren, welche Muskeln gerade wie wo arbeiten, welche Blockaden sind da vorhanden oder wo ist es offener, also das ist einfach ein Erfahrungswert, das baut sich natürlich durch die Ausbildung und dann das über Jahre durch die Erfahrung mit verschiedenen Menschen zu arbeiten, baut sich das auf mehr und mehr und auch Klanganalysen. Das war ja auch so ein Ding, was ich gemacht habe, auch im Studium, auch Klanganalysen an Dhrupad, Gesang und Frequenzen analysiert und all sowas. Das ist jetzt sehr nerdig, aber das ist das Akustische, das Physiologische und das Psychologische. Also man braucht viele verschiedene Bereiche, die man dann auch
ziemlich vollständig abdeckt und lernt, um das dann so zusammenbringen zu können im richtigen Moment. Weil für Menschen, die das nicht gelernt haben, sieht es vielleicht irgendwie mysteriös oder magisch aus sogar manchmal. Dann denkt man so, okay, woher kommt jetzt plötzlich diese Übung oder genau diese Anweisung oder genau dieser Impuls? Wer ist diese Frau? Wow, und was macht sie mit mir? Aber ich weiß natürlich in dem Moment so ganz konkret, das sind die verschiedenen Elemente. Das ist ein bisschen so wie, dann nehme ich das so auseinander ganz schnell im Geiste. Den physiologischen Part, den Klangpart, den emotionalen Part, guck so rein, so okay, da gerade muss ich da andocken. Und dann wieder zusammen, da muss es natürlich auch wieder ganzheitlich Sinn machen. Und ich hatte sehr viele unterschiedliche Schüler auch aus sehr vielen unterschiedlichen Kulturen und mit verschiedensten Sprachen, verschiedensten Hintergründen. Ich glaube, das hilft auch sehr nochmal. Das glaube ich. Wenn ich jetzt nur mit Deutschen gearbeitet hätte, dann hätte ich halt ja auch so ein bisschen typischere Muster, die eher in dieser Kultur relevant sind, aber durch die Vielfalt an Menschen, denen ich begegnen durfte, wofür ich auch so dankbar bin. Also viele bringen dann auch Lieder auf unterschiedlichsten Sprachen und auch auf Arabisch und auf Französisch und Englisch und sowieso natürlich Englisch, Deutsch und auch. Das erweitert das ganze Feld nochmal, genau, ja. Und dann denke ich jetzt auch wieder, dass es ja nicht nur auf den Gesangsunterricht beschränkt ist, sondern für dich ja als Komponistin und Produzentin und Independent-Künstlerin ja auch nochmal sehr von Vorteil ist, dass du das alles mit einbringen kannst. Also das beschränkt sich ja nicht nur auf den Gesangsunterricht, sondern du kannst es in allen den Feldern, wo du arbeitest, kannst du das anwenden, diese Vielfältigkeit und das Wissen, dieses Know-how, das du dir über Jahre und Jahre und Jahre aufgebaut hast. Ja, das stimmt. Ich habe selber da auch einfach durch eigene Erfahrungen in Studios, ich war ja auch viel vorher in Studios, wo ich dann selber Aufnahmen gemacht habe, Leute einfach geheiert habe. Denglisch, egal. Beauftragt habe. Genau. So. Also bei mir ist Denglisch all over the place. Es kommt ständig raus, ich weiß nicht, kann ich das, ich spreche halt immer beides und dann mischt sich das so. Und da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht selber, was es bedeutet, wenn du jemanden hast, also einen Sound Engineer, der keine Ahnung hat von Singen, von Gesang, von Stimme, also technisch ja, das aufnehmen kann, aber nicht von dem menschlichen und auch dem holistischen Aspekt. Und wie sehr das einen blockieren kann, dann auch im Studio, wie es einen einschränken kann. Und das habe ich alles selber erlebt. Und mir ist es dann auch ein Bedürfnis, Menschen diese Möglichkeit zu geben, dadurch, dass ich den Hintergrund habe, dann auch wenn sie Musikproduktionen machen bei mir, sie dann auch auf der Ebene abzuholen. Gerade wenn es Sänger sind. Ich kann sie vorher aufwärmen, mit ihnen arbeiten an der Musik, an den Songs. Wir können da natürlich stimmlich dann noch feilen und dann aber auch ganzheitlich abholen, damit die Aufnahme möglichst mühelos, frei und angenehm abläuft. Also das ist mir total wichtig, weil ich sehe da ein Riesendefizit, gerade in Berlin. Oder in Deutschland wahrscheinlich allgemein, weil meistens sind es Techniker, die in den Studios sitzen. Sogar ganz selten, dass man auf Musiker trifft. Also manche spielen vielleicht ein Instrument so ein bisschen, aber dass du Vollblutmusiker hast, die dann auch in den Studios sitzen und die Musikproduktionen machen und als Techniker, das ist halt auch selten. Sound Engineers in einem meisten Fällen. Und es ist ein sehr technisches Feld, sehr technische Ausbildung. Und so hast du zwei Perspektiven und du kannst es halt einfach übersetzen. Aus der Perspektive der Sängerin selber, mit diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, die wahrscheinlich frustriert haben. Ja. Und jetzt aus der Perspektive der Produzentin kannst du dich in die SchülerInnen oder in dem Fall ja nicht Schülerin, sondern die Sängerin, in den Sänger hineinversetzen und wissen, okay, weil ich selber dort war, weiß ich, was zu tun ist, um eben das Beste rauszuholen und alles fließen zu lassen.
Genau. Das ist auch ein Grund, warum ich so viel selber mache. Also warum ich selber mich aufnehme und die Musikproduktion selber mache. Da wurde ich auch ermutigt von Shredi ganz am Anfang, also ganz konkret, dass er wirklich gesagt hat, ey, quäl dich doch nicht rum mit den Studios und den Sound-Engineers, wenn du da so schlechte Erfahrungen hast, dann hol dir das, was du brauchst und erweiter die Skills und dann mach's selber. Ja, weil du kannst das, Also, mach happy. das. Just go for it. Sau cool. Bin so froh über diesen Impuls. Finde ich super. Ich weiß nicht, ob ich es sonst gemacht hätte. Ja, aber es ist sau geil. Ich bin eine kompetente Frau. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt legen wir los und dann mache ich mein eigenes Ding. So muss es eigentlich sein. Ja. Ja. Wunderbar. Okay, wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar spannende Fragen. Boah, ja, ist krass, Wie ne? geht's Ist viel dir? Material. Kannst du noch? Ja, ich kann noch, auf jeden Fall. Ich bin voll im Flow jetzt. Mega. Also ich genieße das sehr. Okay, dann Maria, weiter geht's. Es ist für mich oft schwer zu glauben, dass jemand gut ist in mehreren Bereichen. Wie kann man überhaupt erfolgreich sein, wenn man so vielen verschiedenen Leidenschaften nachgeht? Ist es nicht besser, sich voll und ganz auf eine Sache zu fokussieren? Oh ja. Wow, ich liebe diese Frage. Ich glaube, die beschäftigt viele. Also nicht nur, wenn es jetzt um Künste geht oder so, sondern überhaupt. Und ich glaub auch besonders in dieser Gesellschaft, weil wir haben ja schon so ein bisschen das angerissen, diese Programmierung, dass man immer eine Sache macht. Man fokussiert sich halt auf einen Beruf, ne? Am besten Arzt oder Anwalt oder sowas. Finanzamt, Steuerberater. Ja, ne, irgendwie sowas ganz Konkretes. Und das ist mir auch immer wieder begegnet, diese Frage. Also wurde mir auch öfter Aber jetzt auch gefragt. auf diesem Bereich der Künste, da wird wahrscheinlich auch, oder wie ist das denn jetzt eigentlich? Also, ja, jetzt aber nur also Sängerin, nur Schauspielerin, Musical ist ja alles, holt ja alles ab. Also, ja, genau. Also erstmal sind ja die Sachen, die ich mache, auch alle in Bezug zueinander. Also es ist jetzt nicht völlig entkoppelt. Es gehört alles zusammen. Gesang, Musikproduktion, Komponieren, Klavierspielen, auf der Bühne sein und so. Ist alles irgendwo, wenn man es jetzt weiterfasst, ja ein Feld. Also es hat alles mit Musik zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie nebenbei Arzt bin oder so. was theoretisch aber auch funktionieren könnte. Es könnte, Not, genau. aber dann halt eben bis zu einem gewissen Grad, oder? Ja. Weil das ist ja dann auch eine Sache von Ressourcen aller Zeit und Energie. Genau. Ja, aber denkst du prinzipiell, ausgenommen meiner Meinung, aber denkst du prinzipiell ist es möglich, verschiedene Sachen gleich intensiv zu verfolgen, wie zum Beispiel professionelle Sängerin als auch Schauspielerin? Also das ist natürlich schon limitiert zu einem gewissen Grad. Also je nachdem, was man machen will und wo man hingehen will, also was das Ziel ist, wenn man jetzt Musical-Sängerin sein möchte und das wirklich beruflich machen will und da voll und ganz drin aufgehen will und davon leben möchte, dann ist es schon so, dass man einen enormen Zeitaufwand dafür aufwenden muss, damit man das schafft. Da ist nicht so viel dann an der Seite noch Platz zeitlich, andere Dinge unterzubringen. Es hängt dann natürlich von der Kapazität ab, die man hat und wie gut man ist auch. Total, also die Kompetenz, wenn man jetzt enorm kompetent ist und man kann es schnell abrufen und man braucht nicht so viel Vorbereitungszeit immer, dann kann man natürlich noch mehr Disziplinen unterbringen und trotzdem diese eine Sache oder auch zwei Sachen nebeneinander auf höchstem Niveau machen und erfüllen. Aber es kommt schon so ein bisschen drauf an, was es ist, voll angestellt als Opernsänger und Wagner-Opern singen, dann ist da auch nicht mehr so viel Raum für anderes. Trotzdem steckt da ja so ein bisschen dahinter, weil die Frage war ja auch so, oder oder so dieser Skepsis dahinter, ne? Dass es eigentlich nicht möglich ist, mehrere Dinge unterzubringen oder Disziplinen gut zu können, verschiedene Sachen gut zu können.
Und ich verstehe diese Idee dahinter oder die Skepsis. Einerseits finde ich sie auch gut, weil in vielen Fällen ist es auch nicht so, weil viele bauschen ja ihre Lebensläufe oder ihr Image auch so auf, dass sie viele, viele Dinge angeben, aber dann tatsächlich von allem immer nur so ein bisschen können oder vielleicht eine Sache gar nicht können, aber sie trotzdem mit angeben. Also ist ja leider auch weit verbreitet. Von daher finde ich diese Skepsis generell erstmal ganz gut, weil man muss wirklich genau hingucken. Ja. Aber ich will noch mal so einen anderen Blick drauf geben. Wir sind ja multidimensionale Menschen. Wir sind ja auch als Wesen schon so vielfältig. Wir haben so viel in uns drin, auch so viele Interessen und Begeisterungen. Und als Kinder zeigt sich das ja noch ganz konkret. Und dann wird es immer mehr eingeschränkt und immer mehr so komprimiert auf einen Bereich. Und man wird dann ganz unflexibel, weil man es nicht gelernt hat, sich diese Flexibilität zu erhalten, diese Neugier, die Lernbereitschaft, in der Lage ist zu lernen, in verschiedene Richtungen sich zu öffnen, sich zu erweitern. Eben. Dann kann man das tatsächlich nicht, verschiedene Sachen gleichzeitig. Wenn man sich das aber angeeignet hat, diese Flexibilität und diese Offenheit und diese Neugier und die Lernbegierigkeit, dann ist man in der Lage, das als ganzes Wesen holistisch zu integrieren, diese verschiedenen Fähigkeiten. Das bist ja dann trotzdem alles du. Und du bringst es halt zusammen und es nährt sich dann gegenseitig. Das ist ja auch das Schöne, dass man dann, also wie du schon sagst, es vorhin mit der Studiogeschichte zum Beispiel oder als Musikproduzentin, wenn ich Erfahrung habe als Gesangscoach im Gesangsbereich, dann kann ich auch viel besser produzieren. Songs zum Beispiel. Ich kann mich in die Sänger reinversetzen und kann viel dynamischer arbeiten damit. Das beeinflusst das Komponieren ist ja auch positiv beeinflusst durch das Wissen im Musikproduktionsbereich, weil ich dann auch schon mit dem Mindset komponieren kann, was ist überhaupt möglich, umsetzbar, in welcher Weise, in welcher Form, wie kann es dann konkret manifestiert werden, materialisiert werden. Das muss man ja auch im Blick behalten. Also das spielt alles zusammen, das ergänzt sich alles gegenseitig. Und wenn man mit diesem Mindset rangeht und es auch so aufbaut und so auch lernt und so auch entwickelt, dann kann man absolut in verschiedenen Bereichen sehr kompetent werden. Ich teile da definitiv deine Meinung. Und was ich noch zusätzlich denke, dass dieser Kleber des Ganzen, das Bindeglied, das das zusammenbringt, ist dann der innere Drive plus Fokus und eine gute Selbstorganisation. Oh ja. Das ist dann so der Hauptbaustein, auf dem dann alles andere aufbauen kann. Das finde ich gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das ist total wichtig, wie man das organisiert. Man kann sich dann auch nicht erlauben, zu viel Energie in Dinge zu stecken, die keine Früchte tragen werden. Genau, das ist nämlich auch so eine Sache. Leute sind sich gar nicht bewusst, wie viel Energie und Zeit sie verschwenden mit Dingen, so im Alltag. Und dann wundert man sich, dass man keine Ressourcen mehr hat, um seine Fähigkeiten zu erweitern. Oder dann eventuell auch komplett der Drive fehlt. Weil man so viele Energiefresser an der Seite hat. Ja. Ja, das ist schön, dass du das nochmal erwähnst, weil ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Ich bin da ja auch so, wie du schon erwähnt hast, ist ja kein Alkohol, keine Partys, Rauchen, all diese Sachen. Das habe ich schon sehr früh dann weggelassen, weil ich wusste, ich will singen, ich will das machen. Ich brauche diesen Fokus, muss meine Energiereserven gut einteilen. Und dann geht das auch. Dann kann man wirklich verschiedene Fähigkeiten entwickeln und darin kompetent werden. Ja. Wir haben eine letzte Frage. Sehr interessante Frage. Und was ist die Lösung, wenn jemand in Gegenwart anderer Menschen verkrampft und seine Stimme nicht frei entfalten kann? Glaubst du, dass Schreien hilft? Spannende Frage auch. Ich bin sehr gespannt. Ja,
Also da muss man eigentlich sich dann im Einzelnen sehr individuell angucken, warum die Person verkrampft. Ging jetzt um Gruppe, ne? Also einfach Gegenwart anderer Menschen. Gegenwart anderer Menschen, ja, genau. Ja. Warum passiert das? Und es kann natürlich viele unterschiedliche Gründe haben. Die müssen ja nicht immer auf der stimmlichen Ebene sein. Oft sind die ja viel tiefer dann auf der emotionalen, psychischen Ebene. Und dann müsste man da erstmal andocken. Dann kann man so viel Technik machen, wie man will. Also das hilft natürlich schon, dann die Stimmarbeit auch das zu öffnen und die Blockaden zu lösen. Aber wenn man dann nicht auch an diesen Kern rangeht, an diese tiefere Ursache, dann hilft alle Technik auch nicht. Man muss das auflösen, muss sich dann dem auch stellen. Und es kann halt auch heißen, dass man über den Gesangsunterricht drüber hinaus noch andere Coachings braucht, andere Unterstützung braucht. Zum Beispiel dann Artistic Direction. Ja. Wo man dann nochmal genauer an die Dinge gehen kann. Oder Performance Coaching, das ja auch dann da drin sein kann schon. Ja, es holt ja auch die ganzen Aspekte ab, ne? Genau. Also man muss schon sehr konkret gucken, warum. Und das ist auch was, also ich gucke natürlich dann auch, wenn jemand kommt mit so einer Blockade, schaue ich vor allem dann auch auf der stimmlichen Ebene und der körperlichen Ebene, was passiert da, was blockiert da, wo sitzt es und dass wir das auflösen. Aber um die Frage wirklich zu beantworten, was kann man tun, das ist sehr individuell. Aber denkst du, weil das ist nämlich auch spannend für mich, hilft Schreien oder macht Schreien eher Schaden? Ja, das kommt auch drauf an. Also so und so. Es ist auch wieder gekoppelt mit, was ist die Ursache? Wenn man jetzt weiß, okay. Ich dachte, du sagst jetzt, wie man schreit. Weil wir hatten das auch schon mal. Wie schreist du? So kannst du nicht schreien. Das machst auch. Du gerade alles kaputt, was wir erarbeiten. Genau. Ja, es gibt auch Schreien und Schreien. Genau, da komme ich auch noch dazu. Aber erstmal müsste man schon gucken, um zu sagen, ob das hilft, das aufzulösen. Was ist die Ursache für diese Blockade? Wenn es damit zu tun hat, dass jemand sich stimmlich noch nie verausgabt hat, sich immer zurückhält und noch nie die Stimme erlebt hat in ihrem lauten Zustand, dann muss man die Stimme schon auch mal an ihre Grenzen bringen. Wobei Schreien, wie du schon erwähnst, Schreien, was jetzt körperlich oder stimmlich Schaden nimmt, kann auch rückkoppeln dann. Es kann einem dann einfach ein Erlebnis, ein bisschen traumatisches Erlebnis auch geben, dass man sich dann erst recht nicht traut. Also da muss man so ein bisschen die Balance auch halten, jetzt einfach nur drauf losschreien. Ich weiß, es gibt auch so diese Schreitherapie und all sowas. Workshops, ich kenne auch Menschen, die da hingehen. Oft sind es sehr blockierte Menschen. Die sich dann wirklich erleben wollen. Ja, genau. Also das ist natürlich auch eine emotionale Sache. Vor allem, wenn man sich das nie erlaubt hat, die Stimme wirklich rauszulassen und laut zu sein. Und dann ist es schon wichtig, auch mal an diesen Punkt zu kommen, sich das zu erlauben. Aber jetzt einfach nur so alleine drauf losgehen und schreien irgendwo am Meer oder wird jetzt das auch nicht lösen, dauerhaft, dieses Problem. Es ist weil dann macht man sich unter Umständen auch die Stimme kaputt oder gewöhnt sich irgendwelche schlechten Muster an. Also es muss dann schon gekoppelt sein mit einer Lösung, die diese ganz konkrete Ursache behandelt oder auflöst. Also selbst das Schreien braucht eine gewisse Balance. Ja. Und sollte begleitet werden von einer Person, die wirklich weiß, wo man genau ansetzt und wie viel man der Stimme auch erlaubt, auszubrechen. Ja. Sodass es dann nicht rückkoppelt und auch die Stimme nicht schädigt. Also weder emotional noch technisch. Also ich arbeite dann eher mit Rufen. Also gerade auch Schauspieler, die brauchen das natürlich auch, dass sie sehr laut werden können und die Stimme trägt und die Muskulatur baut sich auch erst so richtig auf, wenn man die Stimme immer wieder an ihre Grenzen bringt auch, damit sie sich erweitern kann. Und es muss aber so eingebettet sein, dass sie dabei keinen Schaden nimmt und auch gut verbunden ist. Ja. Genau. Genau, mit dem Körper verbunden ist.
Weil man kann auch schreien einfach nur aus dem Hals raus. Dann wird alles eng und man blockiert sich eigentlich eher wieder. Was Es hilft dann nicht. viele Menschen machen. Ja. Und man also ich kenne es bei mir selber auch. Vor allem in gestressten Zustand, das alles zumacht. Aber sehr interessant, diese Antwort jetzt. Weil ich wusste es nämlich nicht. Weil wir eben das schon ein paar Mal besprochen haben. Wir öffnen die Räume und dann fange ich an zu schreien, weil ich mich frustriere, dass etwas zum Beispiel nicht funktioniert. Dann, dass es da auch Unterschiede gibt. Und rufen finde ich ein ganz tolles Wort, was du hier mit einbringst. Und ich finde es auch super wichtig, dass die Leute auch draußen wissen, dass es diese verschiedenen Formen von Schreien gibt. Dass es auch eine destruktive Art des Schreiens geben kann, aber man sich auch das Schreien bzw. Rufen nicht verbieten sollte, weil man sich auch selber erfahren will in der Energie, die man hat. Ja. Und auch Grenzen ausweiten auch ein wichtiger Teil ist. In der Stimmarbeit, aber auch darin, sich selber weiterzuentwickeln. Total. Sonst bleibt man ja immer nur in der Komfortzone. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja, wichtiges Stichwort. Genau. Muss sich immer wieder da rausbewegen natürlich, damit es sich weiterentwickelt. Ja. Ja. Genau. Okay, Maria, ich danke dir für diese Antworten und auch das ganze Wissen, was ich jetzt nochmal absorbieren durfte. Und dass wir jetzt auch dieses Gespräch jetzt in einem Podcast aufnehmen dürfen und es auch in die Welt tragen können, damit auch andere das reiche Wissen, was du hast, auch mitbekommen können und dann auch sich selber besser erfahren können und auch navigieren können, okay, was brauche ich, wo will ich hingehen und auch die Unterschiede wissen zwischen Unterricht ist nicht gleich Unterricht, Schreien ist nicht gleich Schreien und auch Künstlerdasein, wie ist es denn eigentlich hier in Berlin meistens gegeben und dass es auch Alternativen gibt dafür. Mhm. Ich danke dir auch für die Einladung. Es war so schön mit dir. Die Fragen, die du gestellt hast, natürlich auch die Fragen, die von ausgekommen sind. Ich bin sehr dankbar dafür, die waren so spannend. Also ja, hat sehr viel Spaß gemacht. So genossen. Total. Ich freue mich sehr über die Fragen. Vielen Dank für alle Kommentare, die ihr gelassen habt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt sie gerne. Wir freuen uns, dass ihr mit uns wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.